The European Green Deal. 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 And we do not have a moment to waste anymore on fighting climate change. Liebe CO2-Emittenten und Emittentinnen draußen an den Geräten. Als Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin wurde, befand die EU sich in einer Krise. Es war die schwerste, tiefste, längste, höchste und breiteste Krise seit ein paar Wochen. Zuvor war nämlich von allen, die etwas in der Birne haben, konsensual festgestellt worden, die EU habe grob geschätzt etwa ein Selbstreflexions-, ein Finalitäts- sowie ein Renovierungsdefizit und könne sich daher nur durch etwas total Neues erneuern. Zum Beispiel ein neues Narrativ, eine neue Strukturreform, einen schicken Claim und ein halbes Dutzend noch nie dagewesener Ideen. Nichts kam den europäischen Institutionen und von der Leyen also gelegener als der Zug, der zufällig gerade gefahren kam und auf den man aufspringen konnte. Der Zug war grün und es gab keine Fahrkartenkontrolle. Heere von superteuren Top-Beratern mit Krawatte waren minutenlang damit beschäftigt, jenen noch nie dagewesenen Schlachtplan zu entwerfen, der, wenn schon nicht gegen die übliche Polemik, so doch gegen jede Kritik von Anbeginn an und für alle Zeiten immunisiert wäre. Es war die Geburtsstunde des Green Deal. Plötzlich wurde alles grün. Alles. Einfach alles, wovon die Kommission schrieb und sprach, alles, was sie beiläufig erwähnte, berührte, sah oder roch und alles, woran zu denken sie in Zukunft auch nur vage würde erwägen wollen. Grün, was für eine beschissene Farbe. Die Farbberater der Kommission erfanden plötzlich lauter grüne Dinge, von denen vorher zu Recht noch nie jemand geträumt hatte. Zum Beispiel einen grünen Haushalt, einen grünen Wehretat, eine Palette grüner Dekorationsideen und großen grünen Konsumexzess. Damit eins klar ist, die EU-Politik selbst verändert sich kaum. Die bleibt rein wirtschafts- und industriefixiert. Aber ihre Wahrnehmung, ihre großgeschrieben, wird verändert. Hat von der Leyen denn neben McKinsey-Typen nicht auch einen Wissenschaftler in der Familie, auf den sie mal hören könnte? Es gibt nämlich kein richtiges Grün im Falschen. Der Grüne Pakt sollte, so von der Leyens protziges Inauguralversprechen, in ihrem Mandat die allerhöchste Priorität genießen, und das war der krasse Knaller, der Kommission künftig als Kompass für alle Ausrichtungen aller europäischen Politiken dienen. Energie, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Rüstung, Spinat, Internet, Weltraum, einfach alles. Ist aber nicht so. In einer Abstimmung des Parlaments wurde gerade mit 443 rechtsradikalen, konservativen und liberalen Stimmen etwas gebilligt, das im EU-Jargon PCI-Liste heißt, Projects of Common Interest. Dahinter verbirgt sich eine einschläfernde Zusammenstellung von Wirtschaftsprojekten im Energiesektor, denen die Kommission finanzielle Förderungswürdigkeit bescheinigt. Obwohl die Kommission weiß, dass der europäische Gasverbrauch bis 2030 um ein ganzes Drittel sinken muss, sieht ein ganzes Drittel der PCI-Liste neue Öl- und Gasprojekte vor, im Gesamtwerk von 29 Milliarden Euro. Das ist mehr als mein komplettes Tagegeld in diesem Monat und wir haben ein Schaltjahr. Zwinkersmiley. De facto werden damit die für einen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft dringend benötigten Mittel in so frivole Utopien gesteckt wie den Bau eines riesigen Gasspeichers vor Krk, einer kroatischen Touristeninsel, deren Ruf durch einen zusätzlichen Vokal eindrucksvoller verbessert würde als durch eine schwimmende Gastonne vor ihrer Küste. Die mit Abstand größte Empörung hat ein Projekt in Irland ausgelöst. Es sieht die Errichtung einer gigantischen Terminal- und Speicheranlage entlang der Shannon-Mündung vor und ist für die Einfuhr und Zwischenlagerung jenes Fracking-Gases aus Pennsylvania vorgesehen, das die meisten Europäer gar nicht wollen. Betreiber der Flüssiggasanlage, gegen die irische und amerikanische Klimaaktivisten seit Jahren einen verzweifelten Kampf führen, unterstützt von Michael Moore, Chair und Mark Ruffalo, ist der Hedgefonds-Milliardär Wes Edens, Bloomberg zufolge eine Kreatur der Wall Street. Er war Manager bei Lehman Brothers, bei BlackRock, herzlicher Gruß an Fotzenfritz, und betreibt mit seinem Dudeskumpel Trump generalstabsmäßig den Export von amerikanischem Fracking-Gas. Wenn es nach der EU geht, demnächst kofinanziert mit ihren Steuergeldern, ihren großgeschrieben. Fun Fact zum Schluss: In den USA nennen sie das Gas, bei dem hochtoxische Chemikalien unter Druck in Gestein und Grundwasser gepresst werden und dessen extensive Förderung als Hauptursache des globalen Anstiegs von Methanemissionen gilt, übrigens nicht Giftgas, was zwar geschmacklos, aber wenigstens angemessen wäre, sondern Freedom Gas. Da klingt ja selbst die Parteiidee appetitlicher, Peter Altmaier zu fracken
um das Land auf Jahre hinaus unabhängig zu machen vom Russengas. Wenn diese Legislatur so weitergeht, wie sie begonnen hat, wird es später einmal heißen, selbst das Coronavirus habe durch eine leichte Störung der Welthandelsströme mehr für den Klimaschutz getan als die kleine blonde Tragödie aus Burgdorf. Europa nicht den Laien überlassen. Green Smiley.